Trauer nicht gespürt. Verstehe gerade, warum das so passiert. Es war so leicht plötzlich. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht erwartet, dass ich es so schnell merke. Ich habe meine Antidepressiva abgesetzt. Was dann passiert ist, war erstmal jetzt nicht so feierlich. Ich habe euch aber bei der ersten Woche mitgenommen in meine komplette Gedankenwelt, was passiert ist, wie ich mich gefühlt habe, was ich gedacht habe und habe euch einfach einen komplett realen Einblick in diese erste Phase gegeben. Ich musste quasi von 3 Tabletten auf 0 gehen. Das natürlich aber nicht sofort, deswegen habe ich erstmal nur eine abgesetzt. Darum geht es auch in diesem Video. Jetzt gerade aktuell kann ich euch schon mal sagen, kleiner Spoiler so am Rande, habe ich schon die zweite weggelassen. Mir geht es wahnsinnig gut damit und es war die allerbeste Entscheidung in meinem Leben. Um euch da jetzt auch nochmal ein bisschen Kontext zu geben, warum ich die abgesetzt habe. Ich habe ADHS und wahrscheinlich auch Autismus. Ich bin mir relativ sicher, habe da aber keine offizielle Diagnose. Ich bin aber auf jeden Fall so oder so neurodivergent. Und da sich ja auch ganz viel von meinem Content darum dreht, bilde ich mich permanent weiter, aber einfach auch, weil es mich selber interessiert und ich natürlich mich selber besser kennenlernen möchte, besser damit umgehen möchte, lernen möchte, im Alltag besser klarzukommen. Und da bin ich dann auf ein Buch gestoßen, und zwar Hirngespinste von Lisa Vogel. Ich werde nicht bezahlt dafür, ist aber eine ganz klare Herzensempfehlung von mir. Mir hat das Buch krass die Augen geöffnet an sehr, sehr vielen Stellen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und in diesem Buch kam dann eben auch das Thema auf, dass viele mit ADHS oft gar keine Depression haben. Das tritt natürlich auch häufig auf als Begleiterscheinung vom Masking und etc., kann aber eben auch unabhängig davon sich nur so anfühlen wie eine Depression oder von außen so aussehen, als wären es dieselben Symptome. Und eigentlich ist man aber zum Beispiel nur erschöpft nach einem Hyperfokus oder generell exhausted von jeder sozialen Interaktion und dem Masking. Das Thema ist natürlich noch viel komplexer, da kann ich jetzt aber in diesem Video nicht drauf eingehen. Falls euch das interessiert, lest gerne das Buch oder schaut mehr von meinem Content. Ich werde da wahrscheinlich auch noch mal ein extra Video zu machen. Falls ihr da Interesse dran habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich mich da auf jeden Fall demnächst mal dran setzen. Auf jeden Fall war das so der erste Gedankenanstoß, wo ich so ein bisschen angefangen habe zu hinterfragen, dass ich eventuell gar keine Depression habe. Und dann habe ich zusätzlich nämlich auch noch ein Video gesehen, wo darüber aufgeklärt wurde, dass bei neurodivergenten Menschen Betäubungen und Medikamente häufig gar nicht wirken oder zumindest häufig auch anders und eben nicht so, wie sie sollen. Da hat sich dann bei mir ganz plötzlich ein ganz, ganz fettes Bauchgefühl breit gemacht, dass die Antidepressiva, die ich aktuell nehme, auf jeden Fall weg müssen. Ich habe gelernt, meinem Bauchgefühl definitiv zu vertrauen. Das ist nämlich ganz oft richtig. Ob jetzt generell Antidepressiva für mich nicht richtig waren, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich sagen. Ich bin aber auf jeden Fall froh, dass ich dieses spezifische Medikament losgeworden bin. Ich gehe da auch noch mal ein bisschen näher jetzt hier im Vlog drauf ein, wo ich euch eben Tag für Tag mitgenommen habe, was so meine Gedanken waren. Und aber eben auch noch mal in einem ausführlicheren Video, wo ich euch noch mal kompakt davon erzähle, warum ich meine Antidepressiva abgesetzt habe, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und was mir beim Absetzen so in den Sinn gekommen ist und auch was mir geholfen hat, mich besser zu fühlen. Wenn euch das auch interessiert und ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Hier gibt es nämlich nicht nur Content um Depressionen, Antidepressiva, sondern auch ganz viel Neurodivergenz, Lifestyle und alles, was so dazu gehört in einem Leben mit Chaos. Das Ganze sind hier meine Erfahrungen und alles ist in Absprache mit meinem Psychiater passiert. Falls ihr euch also in einer ähnlichen Situation befindet und vielleicht auch das Gefühl habt, dass das nicht ganz das Richtige ist oder ihr aus irgendeinem anderen Grund eure Medikamente absetzen wollt, dann geht bitte unbedingt zu eurem Psychiater und sprecht das mit dem ab. Denn wenn man das einfach so von heute auf morgen macht und ohne Begleitung, dann kann das auch gerne mal schnell nach hinten losgehen. Falls ihr übrigens von Instagram kommt, dann kennt ihr wahrscheinlich schon ein paar meiner Gedanken. Da habe ich euch nämlich Daily Updates gegeben. Und generell gibt es dann natürlich Daily Updates aus meinem Leben und zu solchen Themen, aber auch zu random Themen wie meinem Essensverhalten. Falls das jemanden interessiert, folgt da doch auch gerne rein. Da verpasst ihr auf jeden Fall auch kein Video, da sage ich euch immer Bescheid. Und auch wenn es mal eine Phase gibt, wo vielleicht mal unregelmäßiger oder keine Videos kommen, sorry dafür, dann erfahrt ihr es da auf jeden Fall auch immer als Erstes. Und jetzt schnappt euch euren Heiltrank, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam in dieses Abenteuer ziehen. Wir befinden uns an Tag 1 und es ist direkt passiert. Also, ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht erwartet, dass ich es so schnell merke. Ich habe ja momentan sowieso nicht so die allerbeste Phase und bin sehr schnell gereizt. Ich bin noch in der zweiten Hälfte von meinem Zyklus, da ist sowieso alles Katastrophe. Und ich habe eben gestern Mittag das erste Mal die Tablette weggelassen. Und ja, jetzt sitze ich hier. Es ist, keine Ahnung, ich glaube 1 Uhr oder so. Also mittags. Also ja, sagen wir so 24 Stunden ist es halt her. Und ich habe die krasseste Diskussion mit meinem Freund einfach.
Ich habe die irgendwie angefangen, weil ich war einfach sowieso komplett überreizt, weil meine Nachbarn wieder unglaublich laut sind. Draußen bellt die ganze Zeit ein Hund und ich wollte ein Video schneiden. Und ich war super zufrieden. Ich hatte richtig gute Laune heute Morgen. Ich war motiviert, habe dann angefangen, ein Video zu schneiden, habe mich hier hingesetzt. Alles war super. Hatte heute Morgen mit meinem Freund auch geschrieben, dann halt irgendwann nicht mehr geantwortet, wobei aber auch die Konversation an sich so zu Ende war. Also es war jetzt nicht, dass ich einfach auf irgendeine Frage oder so nicht mehr geantwortet habe. Dann hat er halt irgendwie nochmal geschrieben, während ich am Bearbeiten war. So eine Nachricht, vollkommen fein. Eine zweite Nachricht war ich so, ja, ist gut jetzt. Hab die halt so weggewischt, weil ich wollte halt das Video fertig machen und dann antworten. Und dann schrieb er eben Fragezeichen. Honey? Fragezeichen? Was sind deine Pläne heute? Und da war ich dann plötzlich, also es waren 4 Nachrichten insgesamt, also jetzt auch nicht so extrem viel Spam. Und trotzdem dieses Fragezeichen, Honey, Fragezeichen, was sind deine Pläne heute? Hat mich so wütend gemacht in dem Moment, weil ich mich auf dieses scheiß Video konzentrieren wollte. Und es mir halt sowieso schon so unglaublich schwer fiel, weil die ganzen anderen Sachen um mich rum ja ausgeblendet werden wollten. Und dann eben noch das von der Person, die mir halt auch so wichtig ist, wo ich so war. Und ich habe ihn halt vorbereitet auf alles. Ich habe ihn vorbereitet, was passieren wird und dass ich vielleicht meine Ruhe brauche, vielleicht brauche, dass er da ist, aber dass ich vor allem brauche, dass er mir nicht auf den Sack geht und keine Diskussion mit mir anfängt, auch wenn ich vielleicht zickig, patzig bin oder keine Ahnung, weil das eben passieren kann, ohne dass ich das steuern kann und das halt eigentlich gar nicht will. Das habe ich ihm halt gesagt. Ja, daraus ist jetzt voll der Streit schon wieder geworden, was mich richtig ankotzt, weil ich das halt nicht wollte. Das hat mich jetzt voll rausgeworfen aus allem. Gleichzeitig habe ich aber in dem Moment was realisiert. Und zwar, dass ich glaube, dass mich das Medikament generell sehr schnell reizbar macht, sehr aggressiv macht. Als ich das angefangen habe zu nehmen, hat mich das auch extrem aggressiv gemacht. Wobei ich das da aber auch. Nee, stimmt gar nicht. Das war die Kombination mit dem anderen Medikament, weil ich habe ja mein ADHS-Medikament gewechselt und das hat sich nicht mit meinem Antidepressivum vertragen, was dem einen Psychiater aber total egal war, hat er mir auch nicht gesagt. Und da war ich so extrem reizbar und aggressiv und ich war auch komplett wie ferngesteuert, habe aber dann eben das Antidepressivum gewechselt, so war das nämlich. Und mit dem war ich eigentlich von Anfang an nicht zufrieden. Ich musste es 3-mal am Tag nehmen, es hat nicht so gut geholfen und keine Ahnung, irgendwie war ich da nie richtig zufrieden mit. Hab's aber auch nicht hinterfragt und wollte auch nicht nochmal wechseln, weil ich so war, wenn ich nochmal wechsle, dann habe ich mindestens eine 4-wöchige Phase, in der ich eben, ja, so zwischenhänge. Und das kann ich mir vom Job her nicht leisten. Und das will ich auch nicht, also ich will mich nicht 4 Wochen komisch und kacke fühlen, um dann danach vielleicht mich nicht mal besser zu fühlen. So, das weiß man ja halt nie, ob es dann wirklich wirkt. Und deswegen war ich dieses Mal auch so, okay, ich will jetzt nichts anderes ausprobieren. Ich möchte das absetzen und gucken, was wird, wie es so passiert, wie es mir damit geht. Ich lasse mir immer offen, dass ich doch wieder zurückgehen kann. Der Psychiater hat ja auch gesagt, ich kann jetzt jederzeit quasi einfach wieder mehr nehmen. Wir sind jetzt an Tag 1. Ich finde es grausam. Ich weiß aber auch, dass ich da jetzt halt einfach dann ein bisschen durch muss. Ja, und dann halt mal schauen. Ich weiß nicht warum. Ich habe so ein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl ist fast immer richtig. Und das sagt mir, dass es mir zumindest ohne das Medikament besser gehen wird. Vielleicht nicht unbedingt besser wie mit einem anderen Medikament, was besser zu mir passen würde, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall besser als mit dem. Und vielleicht gut genug, dass ich es eben auch ohne hinkriegen kann, wenn jetzt auch alles andere in meinem Leben besser wird. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe auch übrigens gerade den Gedanken, dass ich es super schlimm finde, dass es 3 Monate jetzt dauert, bis ich das komplett abgesetzt habe. Und ich überlege, ob ich das vielleicht ein bisschen schneller mache. Ich weiß, soll man nicht, vor allem nicht unabgesprochen. Vielleicht gehe ich auch einfach nochmal hin, weil ich kann jederzeit zu meinem Psychiater gehen für Medikamentenbesprechung. Vielleicht frage ich ihn, ob ich, ja, keine Ahnung, alle 3 Wochen reduzieren kann oder so. Vielleicht sogar alle 2, dass es halt schneller ist. Dann ist vielleicht die Übergangsphase ein bisschen schlimmer, aber dann habe ich halt diesen Nullpunkt schneller. Wisst ihr, was ich meine? Anstatt jetzt halt 3 Monate so halb durchzuziehen irgendwie. 3 Monate ist so viel. Wisst ihr, was ich meine? Do you know why you're crying? No! I cannot do this. Can't do what?
this for 3 months. Of course you can. No. Yes, you can. No. Gestern war hart. Ich habe, glaube ich, nichts gefilmt gestern. Aber gestern war sehr hart. Aber auch sehr, sehr positiv, weil ich sehr, sehr viel realisiert habe. Ich glaube, Stimmungsschwankungen mäßig und Reizbarkeit mäßig, generell nebenwirkungsmäßig war der erste Tag der schlimmste. Oder der zweite Tag. War das dann quasi der zweite Tag? Ist heute Tag 3 oder Tag 4 ist jetzt gerade die Frage. Aber ich meine, der erste Tag, wo ich eben auch unter anderem gefilmt habe, dass ich random aus dem Nichts geheult habe. Und ich wusste nicht mal warum. Also es kam so aus dem Nichts. Ist natürlich viel passiert, dadurch, dass ich eben diese Nebenwirkungen hatte und so. So war es wahrscheinlich nicht ganz aus dem Nichts, aber es hat sich angefühlt, als wäre es aus dem Nichts, weil das in Momenten passiert ist, wo ich so eigentlich kurz dachte, mir geht's gerade besser und dann kam plötzlich so ein, oh mein Gott, ich muss gerade weinen. Jetzt zurückblickend ist mir aufgefallen, seitdem ich die genommen habe, habe ich kaum geweint. Und teilweise, selbst wenn ich weinen wollte, konnte ich nicht. Was für mich auch sehr schlimm war, weil das Gefühl zu haben, weinen zu wollen und es dann aber nicht zu können, ist halt schlimmer, als wenn man einfach weinen würde. Heute geht es mir aber viel, viel besser. Mir geht es noch nicht gut, aber mir geht es viel, viel besser. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Allenfalls kommt das nochmal wieder, wenn ich eben die zweite und die dritte Pille auch absetze. Trotzdem glaube ich, dass es nicht nochmal so schlimm wird. Weiß ich aber auch nicht. Aber reden wir einfach mal von dieser ersten Phase, glaube ich, dass das Schlimmste jetzt überstanden ist. Und ich habe unter anderem realisiert, ich glaube, dass alle Emotionen, die ich hatte, alle Gefühle, die nicht positiv waren, die nicht glücklich sein waren, umgewandelt wurden in Wut und Aggression. Weil ich habe Trauer nicht gespürt. Und jetzt fühle ich Trauer, weil zum Beispiel eigentlich geplant war, dass mein Freund hier hinkommt dieses Wochenende. Und das geht jetzt aus verschiedenen Gründen einfach nicht, die ich verstehe, die vollkommen legitim sind und was auch eine gute Entscheidung ist. Und trotzdem bin ich unglaublich traurig und ich kann das fühlen. Ich fühle traurig und das habe ich vor ein paar Tagen nicht. Da wäre ich sauer geworden und hätte impulsiv um mich geschmissen. Was noch? Ich konnte mich viel besser kontrollieren, regulieren gestern zum Beispiel, weil den Tag davor habe ich ihn teilweise richtig angeschrien und ich war so reizbar. Und das meine ich jetzt nicht nur beim Absetzen. Beim Absetzen die ersten Tage wurde das schlimmer, aber das war die ganze Zeit da. Ich konnte keinen gesitteten Streit führen, also quasi nicht streiten, sondern eben einfach eine Auseinandersetzung haben. Und ich habe halt auch nicht verstanden, warum. Und habe das so ein bisschen auf die anderen geschoben, weil ich so war, ich kann das ja, ich weiß ja, dass ich das kann. Jetzt kann ich es aber nicht, muss also an den anderen liegen. Und das meinte ich gar nicht böse von wegen, ja, ich bin perfekt und ihr seid alle scheiße, sondern ich habe einfach nicht verstanden, dass ich zumindest ein großer Teil des Problems bin, weil ich eben nicht fähig bin, das so zu machen. Und gestern ging das. Das hat mir so wehgetan, weil ich die ganze Zeit so war, die ganze Zeit über, wo ich diese Medikamente genommen habe, kamen diese ganzen Streits auf, habe ich so viele Meltdowns gehabt, war ich so reizbar, weil ich die genommen habe. Das heißt, die haben mir nicht geholfen, sondern die haben es bei mir schlimmer gemacht. Und das heißt nicht, dass das für euch auch so gilt und dass Antidepressiva generell schlecht sind und man sie nicht nehmen sollte. Bitte versteht mich dann nicht falsch. Aber in meiner Situation und mit dem speziellen Medikament für mich war es einfach ja eher schlecht als recht und hat viele Dinge verschlimmert. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, aber ich habe ja auch, bevor ich die Diagnose bekommen habe und bevor ich die Antidepressiva bekommen habe, eigentlich gedacht, oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe halt ADHS und ich muss definitiv lernen, da besser mit umzugehen, weil mir das viele Struggles im Alltag macht. Aber ich habe mich nicht depressiv gefühlt oder so. Aber ich habe halt dann auch doch einem Psychiater vertraut, der mir halt Fragen gestellt hat und gesagt hat, ja, du hast ganz offensichtlich Depressionen und Angststörungen und ich kann dir helfen, indem ich dir Medikamente gebe. Und ja, ich weiß nicht. Jetzt habe ich halt das nochmal so hinterfragt und es war die beste Entscheidung in meinem Leben, die abzusetzen, auch wenn es jetzt noch ein paar harte Wochen werden. Trotzdem denke ich mir gerade so, okay, dann sind halt 3 Tage ganz schlimm und dann wird es aber sofort besser. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich war so stumpf. Ich habe nichts gefühlt. Und selbst wenn ich glücklich war, war das irgendwie anders. Und ich glaube,
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich einfach permanent so unter einer gewissen Grundspannung war. Warum auch immer. Ob das definitiv die Medikamente hervorgerufen haben oder ob ich das unterbewusst gemacht habe oder sonst irgendwas, das weiß ich nicht. Dass ich so die ganze Zeit unter Spannung war und wenn dann ein Tropfen zu viel kam, bin ich eben direkt explodiert. Der Tropfen kann eben auch Traurigkeit gewesen sein oder dass ich meinen Freund vermisse oder irgendwas anderes. Aber ich wurde dann eben nicht traurig oder habe vermisst oder so, sondern ich wurde wütend. Ich wurde aggressiv und habe das rausgelassen. Und ich konnte das aber auch nicht kontrollieren. Und ich habe das auch in den Momenten meistens gar nicht gemerkt. Und das ist einfach so schlimm, wenn du das Gefühl hast, dass du ferngesteuert wirst. Oder auch im Nachhinein das nur hast. In dem Moment hatte ich das ja häufig gar nicht. Und dann andere Menschen das aber auch nicht verstehen. Die dann so sind, ja, du schiebst halt gerade alles auf die Medikamente. Also alles, was du sagst, ist okay. Nee, es ist nicht okay, dass die Situationen sind deswegen nicht in Ordnung. Trotzdem ist es irgendwie nicht meine Verantwortung, weil ich ja absolut nichts daran steuern kann und nichts dafür kann, sondern die Medikamente das mit mir machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht das jetzt nicht falsch. Ich sehe jetzt schon ein paar Hans-Jürgens in den Kommentaren, die mir die Wörter im Mund umdrehen und die es nicht verstehen wollen, aber ich übernehme jetzt die Verantwortung und setze das Medikament ab und ich werde das auf definitiv nicht nochmal nehmen. Ich will gerade irgendwie mehr lieber daran arbeiten und meine eigenen Gefühle fühlen. Ich wollte seit Wochen in den Wald gehen und es war so unglaublich schwer für mich. Ich habe es nicht geschafft und damit meine ich nicht zeitlich. Und ich war ebenso, ich habe heute Morgen in mein Journal geschrieben, was den Tag heute großartig machen würde, wäre unter anderem ein Waldspaziergang. Habe den ganzen Tag da dann so nicht mehr drüber nachgedacht, habe aber, also ich war zufrieden, habe viele Sachen gemacht, Videos gedreht, war glücklich, habe viele Emotionen gehabt, hauptsächlich positive, zwischendurch auch ein paar traurige, aber jetzt nicht so krass intensiv und schlimm. Nur ich habe es halt extrem wahrgenommen, weil ich es halt so nicht kenne. Und ich weiß gar nicht, wie spät war es, ich glaube 5 Uhr oder so. Und dann war ich so, ich könnte jetzt noch, also ich wollte noch häkeln und malen heute. Dann war ich so, ich könnte jetzt anfangen zu häkeln. Oder ich könnte in den Wald gehen. Ja, ich will in den Wald gehen. Und auf einmal war ich so excited, ich war so glücklich. Ich wollte unbedingt in den Wald und es war so einfach. Es war so leicht, plötzlich einfach in den Wald zu gehen. Und das Ding ist, ich liebe es ja, in den Wald zu gehen. Das ist nichts, wo ich mich krass überwinden muss, weil ich das so ungern mache. Nein, ich liebe das. Ich genieße das. Und es war so schön. Es war so unglaublich schön. Es hat so gut gerochen, weil es die letzten Tage geregnet hat. Und kein Mensch ist mir entgegengekommen. Ich hatte komplett meine Ruhe. Die Sonne ist rausgekommen, noch manchmal zwischendurch. Habe ich ein paar schöne Fotos gemacht und dann habe ich einen Hasen gesehen. Der Hase steht übrigens symbolisch so für Wiedergeburt, Neuanfang und so. War ziemlich cool. Das ist einfach richtig schön gerade. Und das, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Nebenwirkung ist oder nicht. Oder ob das jetzt irgendwie Zufall ist. Aber ich schlafe voll wenig und werde nicht müde. Also ich habe wirklich die letzten Tage richtig wenig gepennt und ich bin aber trotzdem nicht wirklich müde, auch nicht morgens beim Aufwachen großartig, also direkt beim Aufwachen schon, aber dann so, keine Ahnung, eine halbe Stunde später ist alles gut. Und auch nicht, dass ich den ganzen Tag denke, boah, ich bin so kaputt, ich bin so müde. Und das hatte ich halt sonst teilweise von 12 Stunden Schlaf, aber auch von 8 Stunden Schlaf und von 6 Stunden Schlaf. Also jetzt auch nicht, dass ich zu viel geschlafen habe, es war einfach immer, dass ich müde war. Und das habe ich gerade gar nicht. Das ist so geil. Vor allem, ich erinnere mich gerade auch, dass ich, bevor ich die genommen habe, immer gesagt habe, ja, eigentlich reichen mir 6 Stunden Schlaf pro Nacht. Manchmal auch 4. Und dann halt so einmal die Woche vielleicht ausschlafen. Und ausschlafen war für mich dann halt so 8, 9 Stunden Maximum. Deswegen glaube ich schon, dass es irgendwie davon kommt. Wobei aber auch eine Absetznebenwirkung sein kann, dass man halt Schlafstörungen hat. Das heißt, es kann halt auch sein, dass sich das noch wieder ein bisschen reguliert und ich dann wieder ein bisschen mehr Schlaf brauche. Jetzt gerade habe ich aber, glaube ich, keine Ahnung, ja, maximal 6 Stunden Schlaf pro Nacht. Aber auch nicht wirklich nachts, sondern ich schlafe dann zwischen 4 und 6 Uhr morgens ein und penne dann halt bis 11, 12. Ansonsten geht es mir aber richtig gut auch. Ich kann richtig gut kontrollieren, wie ich reagiere und ob ich meinen Tag ruinieren lasse. Vorher, ich bin bei den kleinsten Sachen explodiert und war so, nee, ich fange jetzt an zu weinen, ich bin jetzt sauer und ich muss das auch rauslassen und dann war der Tag im Arsch. Jetzt war vorgestern halt eine Situation, wo ich so war, okay, nee, das war gestern. Gestern Abend war so eine Situation, wo ich so war, okay, normalerweise wäre ich jetzt richtig pisst. Und meine Geduld wurde richtig getestet. Und ich war so mehrfach an meiner Grenze und ich war so, nee, aber weil ich war dann so, okay, ich verstehe gerade, warum das so passiert und hatte irgendwie viel besser wieder die Möglichkeit, das nachzuvollziehen und zu sein, okay, wenn ich da jetzt auch noch ein Problem draus mache, dann
ist nicht nur mein Tag auch ruiniert, der eigentlich geil war bis dahin. Ich hatte den perfekten Tag gestern. Ich war so glücklich, ich habe so tolle Sachen gemacht, sondern ich mache es dann für die andere Person auch noch schlimmer, der es sowieso schon schlecht geht, deswegen so. Und ich konnte das voll gut regulieren. Ich habe so ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel habe ich mir also so Kälte ist ja ein Nervensystem-Reset quasi und ich habe mir dann einen Eiswürfel genommen und habe den so auf meine Handgelenke gelegt. Das hilft voll krass, alleine schon, weil ich dann so bin, okay, ich nehme mir jetzt aktiv den Moment des Eiswürfelschmelzens Zeit, um durchzuatmen und wieder runterzukommen und es funktioniert komischerweise. Und vor allem auch dieser Gedanke, dass ich so bin, ich will mir das jetzt nicht ruinieren lassen, den hatte ich vorher auch, aber den konnte ich eben nicht durchsetzen so. Die Kraft habe ich jetzt aber wieder langsam. Ich weiß nicht, ich habe es einfach 4,5 Stunden geschafft, nicht auszurasten und es hat sich voll gelohnt, weil danach war es halt nochmal wieder geiler. Es war trotzdem schade und eine blöde Situation, aber konnte ich halt so oder so nicht ändern. Und dann danach ein Drama draus zu machen, macht's halt nur schlimmer. Und dann war nämlich heute Morgen nochmal so eine Situation, wo ich sehr stark an der Grenze war, kurz vorm Weinen und war so, boah, ist gerade ganz schlimm. Und da habe ich es wieder geschafft, einfach zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt so einen Eiswürfel und dann ist alles wieder gut. Und das ist irgendwie gerade so krass. Das ist gerade so krass. Und ich habe so viele Gefühle. Ich fühle so viele Gefühle. Ist auch ein bisschen überfordernd, aber insgesamt finde ich es gut. Gestern hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass ich extrem Probleme hatte zu essen, weil ich überhaupt keinen Appetit hatte. Ich hatte irgendwie Hunger, nicht so richtig. Es hat sich so ein bisschen so angefühlt, wie als ich damals noch das andere ADHS-Medikament genommen habe. Also jetzt nehme ich ja Elvanse und damals hatte ich Ritalin. Das hatte ich gestern und ich hatte jetzt gerade so ein bisschen Angst, dass quasi das Antidepressivum das bei dem Elvanse unterdrückt hat, weil quasi Elvanse dieses Hungergefühl unterdrückt und das Antidepressiva aber hungrig macht und sich das so auscancelt quasi. Weil ich das Elvanse nie ohne ein Antidepressivum in Verbindung genommen habe. Kann ich jetzt halt gerade gar nicht sagen, ob das da vielleicht auch so ist. Habe ich heute aber gar nicht. Heute habe ich extrem viel Hunger und habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie was essen will. Dummerweise habe ich nicht viel da. Ich habe aber auch heute meine Tage bekommen. Das heißt, es kann auch da wiederum mit zusammenhängen. Alles gerade ein bisschen vage, weil ich halt nicht weiß, neue Erfahrung. Aber insgesamt geht es mir trotzdem gut. Abgesehen davon, dass ich extrem müde und kaputt heute bin, weil ich eben meine Tage habe. Das ist aber einfach ganz normal. Und ich bin auch ein bisschen sensibler heute. Würde ich jetzt aber trotzdem alles als sehr normal bezeichnen. Ich hatte einen entspannten Tag. Ich habe jetzt nicht groß gearbeitet oder so. Bin es ganz entspannt angegangen. Habe die ganze Zeit eigentlich mit Jordan telefoniert. Der ist jetzt halt bei der Arbeit. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit für mich. Und ja, ich glaube, dass sich das schon wieder jetzt so einigermaßen stabilisiert hat und hoffe einfach, dass es bei der nächsten Pille, die ich dann absetze, nicht nochmal so schlimm wird. Und entweder, ja, am besten wäre natürlich gar nichts oder einfach irgendwie weniger. Ah, und ich war heute duschen und habe Curly Girl Method heute sogar gemacht. Das heißt relativ viel Aufwand, wo ich sonst eigentlich keinen Bock drauf hätte. Vor allem nicht, wenn ich meine Tage habe. Hat mich bisschen gewundert eigentlich. Kann aber auch Zufall sein. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ein bisschen ironisch ist, dass ich ein bisschen Probleme habe, mich an Sachen zu erinnern. Ich vergesse sehr viel und auch zum Beispiel, wenn ich so abends drüber nachdenke, was ich den Tag gemacht habe oder den Tag davor gemacht habe, dann weiß ich es nicht. So, ich brauche entweder extrem lange und sehr viel Energie, um mich zu erinnern, oder es klappt gar nicht so wirklich. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Hoffe, das geht wieder weg. Ist jetzt aber auch nichts, was jetzt irgendwie krass schlimm ist oder so. Es ist halt ein bisschen blöd, so, wenn man so abends so ist und man ist so, okay, was habe ich jetzt heute gemacht? Und manchmal hat man das ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gerade ein bisschen extremer, vor allem, weil ich dann halt auch nicht einfach sagen kann, okay, ich denke jetzt intensiv drüber nach und dann kommt es wieder, sondern es ist wirklich, ich sitze dann teilweise Minuten und starre in die Leere, weil ich mich einfach nicht erinnern kann. Ja. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann lass doch mal gerne ein bisschen Liebe in den Kommentaren oder lass dem Video ein Like da, damit ich auch weiß, dass ich euch jetzt hier nicht komplett traurig in der Mitte zurücklassen musste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte vielleicht dem einen oder anderen von euch da draußen helfen. Ich möchte auch noch mal einmal ganz doll Danke sagen für jeden, der hier meinen Content schaut, für jeden aus meiner Community. Ihr seid alle so, so süß da draußen. Und ich hoffe, dass jetzt nach diesem Antidepressivum-Desaster meine Reise hier ganz, ganz besonders und fantastisch weitergeht. Und wenn ihr mich dabei begleiten wollt, dann abonniert
abonniert gerne diesen Kanal. Ich freue mich mega und ich wünsche euch allen alles, alles Gute. Falls ihr in einer ähnlichen Situation seid, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Kraft geben konnte, dass ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen besser fühlt und ein bisschen Mut gefasst habt. Ansonsten, falls ihr aber Antidepressiva nehmt und euch damit gut fühlt, bitte lasst euch davon nicht abbringen. Das kann euch helfen und wenn sich das gerade für euch gut anfühlt, dann ist das vollkommen okay. Das ist das perfekt. Und dann macht das gerne weiter, okay? Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern. Möge eure Malerleiste immer voll sein. Mua.